Herzlich willkommen zu unserem Frühschoppen auf Erde 2.0. Mein Name ist Heike Kaczmarczyk. Wir sind heute im Heilzentrum für geistige Wirbelsäulenaufrichtung bei Anne Hübner und Tanja Eckersberg in Roth. Der Titel unserer Sendung ist Wie von Geisterhand. Unsere Gäste sind zu meiner Linken Dr. Christian Bartels von Farnbühler. Du bist Unternehmer in verschiedenen Bereichen, unter anderem in dem Bereich der Anwendung von Energie und Frequenzen auf lebende Zellsysteme. Genau. So. Und unterstützt mich heute in der Co-Moderation. Und das mache ich gerne. Ja, und ich freue mich. So, und jetzt kommen wir zu Anne. Anne Hübner. Du bist die Wegbereiterin der geistigen Wirbelsäulenaufrichtung. Vor mehr als 50 Jahren veränderte ein dramatisches Ereignis dein Leben. Ein Nahtoderlebnis öffnete dir die Tore zu einem neuen Weltbild. Mit einem neuen Bewusstsein kehrtest du zurück, mit einer Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass wahre Heilung nicht nur auf der körperlichen, sondern auf der geistigen Ebene geschieht. Anne Hübner ist die Begründerin einer revolutionären Heilweise, die Körper, Geist und Seele harmonisiert. Als Pionierin hast du die Schule für die geistige Wirbelsäulenaufrichtung gegründet, die du mit Tanja Eckersberg bis heute leitest. Rubens Faria. Rubens Faria ist Brasilianer, er ist Ingenieur, Doktor der Philosophie und in Brasilien auch Arzt, Transbioenergietherapeut. Durch ihn arbeitet der deutsche Militärarzt Dr. Fritz. Dr. Volker Meissner arbeitet seit 1979 als Arzt. Er ist Ganzheitsmediziner und Medical Coach. Du bist Autor zweier Bücher und nennst deine Methoden und Herangehensweisen Holarmedizin und Magic Medical Coaching. Du beziehst in deine Arbeit auch die spirituelle Ebene mit ein. So, jetzt bin ich aber erstmal bei unserer Gastgeberin, die Anne Hübner. Anne, du hast immer so unglaublich interessante Leute, die du einlädst. Heiler aus der ganzen Welt, kann man so sagen. Ich gehe heute auf ganz besondere ein. Heute haben wir zu Gast den Rubens Faria. Wie bist du auf den Rubens Faria gekommen? Ja, Heike, danke, dass du mich das fragst. Das ist auch eine wunderbare Geschichte, wie die Zufälle dann einem so zufallen. Rubens Faria habe ich das erste Mal getroffen in Heidelberg. Dort hat er in einer Arztpraxis mitgearbeitet. Es war eine fantastische Begegnung. Tanja hat eine Augenoperation bei ihm bekommen. Ihr war irgendwas ins Auge geflogen und die Netzhaut hatte sich dadurch abgelöst. Und so waren wir tatsächlich nach Heidelberg gefahren und haben den Rubens live erlebt. Das war sehr beeindruckend. Aber eines Tages stand der Rubens dann vor unserer Tür. Er hatte erfahren, dass wir auch Geistheiler sind und er hatte einen sehr desolaten Rücken, stand kurz vor der OP und dann haben wir uns näher kennengelernt. Ich habe ihm die Wirbelsäule begradigt. Ich muss gestehen, es hat sich noch nie jemand so inniglich bei mir bedankt, wie Rubens das gemacht hat. Er war zutiefst beeindruckt. Seine krumme Wirbelsäule, seine geschädigte Wirbelsäule, man könnte es auch Berufskrankheit nennen. Denn Rubens hat ja schon, ich glaube, mittlerweile über 1 Million Menschen operiert oder geheilt, Geistchirurgie praktiziert und immer auch nach unten geschaut. Auf jeden Fall waren diese Dinge natürlich von Nachteil für sein eigenes Problem, den Rücken, das Rückenproblem, die Rückenproblematik. Also Rubens war überwältigt. Und das war dann so naheliegend irgendwie, dass wir gemeinsam wirken sollen. Es ergab sich auf einmal so. Und seitdem kommt er her. Seit wann? Ja, das ist ja schon. Rubens, you know how long you come to us here to Roth? Well, longer. I think more than 10 years. 12 years. 12 years, around Yes, 12 yes. years.
Es sind 12 Jahre circa. Wow. Josef Calano, wer ist das denn? Ja, Josef Calano, genauso eine schöne Geschichte. Es war eine Zeit, ja, ist schon länger her, Josef kenne ich schon seit 2000. Es war eine Zeit, da kamen sehr viele Heiler aus den Philippinen hier nach Deutschland. Und ja, eines Tages begegneten wir uns auch auf einer Messe und dann war er ständig hier, regelmäßig. Er kam 3 bis 4 Mal im Jahr und ich bin dann selbst auch auf die Philippinen gereist. Bei einem Weltkongress nannte sich das Pyramid of Asia, das war auch 2000. Da hat Alex Orbito, der damals der Präsident der Geistheiler auch von den Philippinen war, und die ganzen philippinischen Heiler, das waren zigtausende, die hat er unter seiner Betreuung gehabt. Die Pyramid of Asia, das war wirklich etwas ganz Außergewöhnliches. Heiler aus der ganzen Welt sollten da eingeladen werden. Und ich war damals noch in einer Partnerbeziehung und habe gedacht, da fahre ich mal hin, das möchte ich doch mir mal anschauen. Dass wir dann aber plötzlich Mittelpunkt dieses ganzen Geschehens werden, weil irgendwann hat der Josef gesagt, ich gebe euch meine Kabine. Arne, du musst jetzt die Leute hier begradigen, zeig mal, was du so machst. Es war alles wirklich von Kopf bis Fuß geführt. Ich habe jetzt etwas vorausgegriffen. Wie kam es, dass wir unsere Heilweise zeigen konnten? Wir gingen abends zu den internen Besprechungen, das war ein separater Saal, in diesem großen, extra für diese Geistheilung angelegten Gelände, waren Räumlichkeiten. Da war ein großer Saal und da sollten nur die philippinischen Heiler sich noch vorbereiten für die ereignisreichen Tage, denn am nächsten Tag waren ja Tausende von Menschen bestellt, die dort in der Pyramid of Asia die Geistheilung kennenlernen sollten. Und auf einmal, wie auch immer das kam, sagt er zu mir, was machst du denn? Und ich sage, ja, ich mache die geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Da sagt er, ja, zeig doch mal, was du kannst. Und ja, dann habe ich mir jemanden genommen, auf die Erde gelegt und plötzlich lag der ganze Saal auf der Erde. Wir haben alle philippinischen Heiler begradigt, die wollten nicht mehr schief und krumm da rausgehen. Da war das TV dabei, ein Spektakel, das kann man kaum beschreiben. Und so hat Josef Calano seine Kabine, wo er Menschen heilen sollte, das waren ja nur so kleine Holzhäuschen mit einem Vorhang davor und einem Brett als Liege, hat er gesagt, Anne, das habt ihr so großartig gemacht. Alex Orbito hat gesagt, wir sollen jetzt hier arbeiten. Und dann hat er uns seine Box zur Verfügung gestellt und dann war Hochbetrieb jeden Tag. Ja, ich erinnere mich selber, für mein Heilerbuch habe ich den Lino kennengelernt. Ja. Und ich hatte damals ein Problem mit dem Magenpförtner. Habe ich aber gar nicht gesagt. Ja. Ich wollte nur ein Interview von ihm haben, nicht in die Lehre gehen, wie ich es bei anderen oft gemacht habe. Ja, ja. Und er hat gesagt, ich massiere dich erst und dann mache ich das Interview. Ja. Dann habe ich gedacht, gegen eine Massage habe ich nichts. Ne? Ja. Da lege ich mich auf die Pritsche, musste mich ausziehen, mache die Augen zu, um mich zu entspannen und auf einmal brannte mein Bauch. Ich mache die Augen auf, da blutete hier alles seitlich runter und er war mit seinen Fingern bis hierher in meinem Körper. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen, weil ich war nicht darauf vorbereitet. Und später kam heraus, dass die Beschwerden, die ich immer hatte, plötzlich weg waren. Und von da wusste ich, was er da gemacht hat. Sonst hätte ich das noch nicht mal gewusst. Ich hatte keine Idee. Ich habe nicht gesagt, was ich für Beschwerden habe. Er hat es gesehen und gemacht. Und es war kein Hühnerblut. Ich habe das gesehen, wie er mit seinen Fingern da drin war. Was ja zwischendurch von anderen Autoren bestätigt ist. Wir haben ja Filme von ihm auf YouTube und man kann es ja alles dann ganz genau nachverfolgen. Es ist ja so, die philippinische Heilkunst mit den Eingriffen, wie du das erlebt hast, die arbeiten am physischen Körper eigentlich überhaupt nicht, sondern gehen meist ja auf die emotionale Ebene. Und wenn sie so über den Körper streichen, dann holen sie Schlackenelemente aus dem Körper zusammen an eine Stelle.
Dann wird hier ein bisschen gedreht und dann geht das auf und dann kommen Blutklumpen raus. Auch manchmal ist es ein bisschen unappetitlich, das sind dann solche Fäden. Ja. Kurz und gut, das ist die Heilweise und die ist verbunden mit einer Massagetechnik. Sie nennen das Massage, aber das ist eigentlich mehr auch nur, dass der das empfängt, zuordnen kann. Es ist auch immer wieder ein Denkprozess, ja. Und dann ist das eine sehr abgerundete Heilweise. Aber mir war es damals so, ich war so von der Rolle, ich musste mich anschließend anziehen und bin in die falschen Schuhe geschlüpft und mit den Schuhen einer anderen Person nach Hause gefahren. Ja? Und zu Hause habe ich erst gemerkt, das sind ja völlig andere Schuhe, die sind ja auch sogar viel zu groß. Bis dann habe ich das gar nicht gemerkt. Und eine Woche lang hatte ich die Symptome einer OP. Und der Witz war, zuerst habe ich eine Narbe gesehen und ich konnte zuschauen, wie die verschwand. Das hat mich auch nochmal fasziniert. Aber das ist jetzt erstmal der Übergang zum Rubens und hier zu unserem Co-Moderator und seine Aufgabe und Arbeitsweise. Genau. We will continue in English now, Rubens. So my first question is, you are an engineer? Engineer. What is the way for an engineer to go in the direction, to the path that you go? Is there some event? Is there some? I think for me everything is a question of curiosity. I was talking before about that, no? And my family was, my father was a really poor guy, and was a dream. He had a dream. To me to be an engineer, you know. It was not my dream, but it was his dream. His dreams, yeah. And I studied exactly engineer because of him. Afterwards, I like it, of course, but I got a kind of personal moment in my life that I shift my mind and I try to understand more our body, our mind. And this was so strong that I stopped working like engineer and I studied medicine. I'm also a doctor actually, and I'm working in Brazil, Rio de Janeiro, São Paulo. And I'm trying to understand what happened with our mind, with our emotions, how it changed our body. I work with different kinds of therapies also, but basically the motivation of this was this my personal moment in my life, you know. When Heike's book Healers of the World was published, you were known as the founder of the Trans-Bioenergy Therapy. What is that? Trans-Bioenergy Therapy is a kind of method that I create based on my work. How to work with something that we name actually biophotons. Photons is just light, but all kinds of bodies, vegetables, animals, humans, we emit this kind of photons. Actually, this is so interesting that you have in some countries they are studying deeply this kind of approach, creating machines to check the body in a biophotonic way. So I create a kind of therapy which is based in visualizations, sounds. Also because what I'm doing with this therapy is use our senses to create a base to work with this. No? We use our senses, our cognitive approach, and how you can spend your brain with this energy. So it's basically a concept, old concepts, new concept, actually, with energy based in biophotons. So you're holding seminars everywhere in the world. What is the basic of your teachings then? What you give the basic rules of this? First, I give for the people that to understand first your emotions. To be, as I told you before, to be a scientist of yourself, about your emotions, to understand about perceived things, to understand better about your own energy and how your own energy can affect another person, a patient, basically. Yeah? So we teach people how to understand perception, attention, how to take full attention or quite full attention,
to observe better the patients, to understand better, not anatomically, because when I'm doing this kind of seminars for people work with doctors, and this is much easier, but people they are not so familiar with this kind of things, I need to make this much easier. So I use your perception to understand your body. So I teach people how to perceive better. But this is for themselves. From themselves. It's for themselves, so they are not to treat others. But that's the point. When you perceive yourself, you have a chance to perceive better your patient. Okay. So to understand something, you need to understand yourself first. So if you understand yourself, your movement, your way to move, your face, your work, your legs, you understand the patient basically. That means understand your body to understand the body of your patient. But not everybody can do this. What kind of skills or state of mind do you need to really? That's really interesting too when you talk about state of mind. In fact, we have 4 states of mind. That is 4 frequencies. Alpha, beta, gamma, theta. So this kind of frequencies, we name states of consciousness. But consciousness is not only these frequencies. It's something beyond of this. On some, I think, 10 or 15 years ago, we got that we create consciousness. We pre-create thoughts. We have a structure in our cells that we name eukaryotic cells. That the consciousness is in there in this kind of structure named microtubules. And all your body, all cells on your body, not only in the brain, everything cell on your body, they have the same structure. So, and we have a kind of theory named ORC and OR, which was presented by 3 scientists, I think 20 years ago or something like this, Penrose. So he's talking about this. And in fact, our body is quantical. It's really quantical. Is a big quantum body. So everything's entangled. Entangled, of course. And all these cells, they create conscious. They create the conscious. We are doing many years, we're trying to find a place for the consciousness in the brain. Actually, we're not finding so that much. Of course, we are looking for, but in a different way. We see that the body is a consciousness. For example, with your 5 senses. But if you realize your 5 senses, in fact, are 32 senses, because we have sub-senses on these senses. So, all this kind of approach create consciousness on you. And this consciousness is a quantum movement of energy. Of course, when you talk about this kind of quantum movement of energy, you are talking about really tiny particles, which is difficult for us to use, to move. You need to have special machines to do that. But that's the really interesting, because in these microtubes, you have something that we name tubulin. The tubulin is responsible, because to have this kind of quantum movement, you need to have a temperatures in the body, really quite frozen temperatures. So this kind of tubulin create a kind of way to mask, like this kind of freezing temperatures, and you're creating this kind. You use this quantum energy. One of these points is this photon. So I teach people how to use these photons in the body, using first your 5 senses. 5 senses, how to use your mind, how to perceive, how to understand, how to work with this energy, which kind of exercise. I give some exercise also. So it's possible to do that. Of course, not everybody is possible to do the same. But I believe that we have the capacity to do that. Now when you... I think also, because the main point for me
is when you want to do it. I mean, you don't need to, in my point of view, you don't need to be a healer. Okay, boom, kill myself. You don't need to be a healer. But the main point is you want to know exactly what you want, and I say, no, I want to help. First, I want to help myself to help another one. You know, when you have this on you, you will develop a kind of a different perspective of life. It sounds really psychological, no? A little bit like no clear intention. Yeah, no clear intention. But when you have this intention, really, to focus, you find new perspectives. And you have also help. So if you are in this state of conscious or in a good way, you have a helper which is called Dr. Fritz, which is, let's say, assisting you, or how is that working? How is it in this what you told before, in combination with the help you get from Dr. Fritz? This phenomenon of Dr. Fritz is really curious, because we have this in my country since 1950s. You know. Since 1950s, you had there a guy named Arigó that was receiving this kind of energy, Dr. Fritz energy, and he was also performing surgeries. I mean, I don't know exactly what kind of surgery you're supposed to perform there, but he was performing surgery with a rusty knife and things like that. Mm-hmm. Yeah. And thousands of people was going to see him. You know, I was talking with you guys, you know, but when you have a problem, you look for something really up here, not on you. Mm-hmm. We are doctors, okay, we are waiting for the patients to come, etc., etc. But when they find something miracle, they put all this kind of phenomena in the hands of somebody else. But you have the same phenomenon inside of you. Dr. Fritz was on 50s, then on 70s, then on 80s, then on 90s with me, and go on. You know? But usually, that's my point, they put the problem that they have in the hands of somebody that you cannot reach. Like an image, like a spirit or something like this. We are, in my point of view, walking spirits, isn't it? Living ones, isn't it? So, but when you work with Dr. Fritz, what do you perceive yourself, or what? In the beginning, I was completely unconscious. Yeah. I was working with him several hours, 12, 14 hours, 36 hours working, 48 hours working, and I was unconscious completely. So you don't remember what you have done? No, I don't remember. The people are talking afterwards and make some notes, photos, etc., etc. And but actually, I'm conscious about, and it's like that. It's difficult for me to control my words, to control my hands. You know, I don't feel so tired all time long working. And somehow it's good. I mean, I don't feel nothing special. I feel calm, really calm. When he's coming, I feel really calm, easy. I don't feel tired. It's like a... Do you see more than we see? Yeah. To ask for doctor like this is complicated. But yeah, I see something different. I mean, you see the problem. Not the problem. What I'm seeing is like this. It's like when I see you, I don't see. Okay, I see your body, but I see some like shadows on you, different colors of shadows. Some ones I can check because because so many spirits about that. I know exactly what is that color, how to use that color, how to move that color, and things like this. I see basically the patients in colors, you know, some grades, some colors like this.
So I see like this. You see this when Dr. Fritz is present, or you see this all the time? All the time now, just when he's present. Just when he's present. Yeah. Okay. It's interesting to understand the conscience that they have in my conscience about that. Because they usually cannot see it. But when he's present, it's like I remember the experience of him, let's say like that. And because the experience, I understand exactly the problem that the patient has. So they don't need to talk so much with me. Okay. Yeah. Thank you. I spoke too much. I'm sorry. Ich bin jetzt noch mal bei der Anne, weil da gibt es noch einen faszinierenden Heiler, der Christos Drossinakis. Ich habe ihn damals auch für mein Heilerbuch kennengelernt und der ist nach Tokio geflogen, hat sich dort an ein EKG-Gerät anschließen lassen und dann wurde der in Deutschland getestet. Und da haben sie festgestellt, in ein EEG wurde er angeschlossen, haben sie festgestellt, dass seine Hirnströme, als er begonnen hat, sich auf den Menschen einzustellen in Deutschland, haben seine Hirnströme sich verändert und gleichgeschaltet mit dem Patienten. Und das war unglaublich faszinierend zu sehen, wo doch eine wahnsinnige Strecke dazwischen ist. Das heißt, im Grunde ist es ja ein Bewusstsein, was da sich transportiert und das kennt keinen Abstand. Ja. Und wie bist du zu ihm gekommen? Ja, zu dem, was du gerade sagst. Bei der Geistheilung gibt es kein Raum- und Zeitkontinuum. Geistheilung geht blitzschnell, einfach nur Schnipp. Dann ist schon alles passiert. Wenn wir den Menschen noch mehr und mehr und mehr anbieten, damit sie das begreifen lernen, dann ist es eigentlich nur Zusatz noch. Würde für die Geistheilung, die so schnell funktioniert, wäre das nicht nötig, sage ich mal so. Wie kam ich zu Christus? Wir kennen uns von Messen, weil wir waren sehr aktiv international auch auf Messeveranstaltungen, da sind wir uns immer begegnet. Und von Anfang an mochten wir uns irgendwie. Wenn er zur Tür reinkam, dann war das immer eine sehr innigliche Begrüßung. Und einmal muss ich gestehen, es ist eine Geschichte, die kann ich jetzt nur ganz kurz anreißen. Ich war von einer Tigermoskito gestochen worden in Rom, als ich dort arbeitete. Und die ist ja lebensbedrohlich. Und es waren schon 300 Todesopfer und ich stand dann auch ganz schwer geschädigt da. Und dann, Gott sei Dank, kam Rubens und eigentlich hat er mich gerettet. Denn er hat damals mir eine Rezeptur genannt, you know, when I had the tiger mosquito attack. Ja. Also die im Krankenhaus wollten mich total zerlegen, wollten mich halbieren. Auf jeden Fall. In dieser Situation habe ich auch dann den Christus mal gefragt. Christus, kannst du mal nach mir gucken? Ich bin schwer geschädigt. Wir mussten auf eine Messe, obwohl ich schwer krank war und Fieber hatte, durch die Vergiftung. Und da hat er auch gesagt, während einem Seminar, die Schüler saßen da, setz dich mal neben mich. Und während er das Eröffnungsgespräch gehalten hat, hat er mir die Hand so aufgelegt. Und ich bin dann da raus und konnte meine Tage dort wunderbar durchstehen. Das Fieber war runtergegangen. Und ich habe eigentlich auch dann zu ihm gesagt, also Christus, du hast mir so geholfen, wir müssen irgendwann auch mal zusammenwirken. Und der war aber auch sehr engagiert, sehr viel unterwegs, weil er auch in Griechenland arbeitet, beziehungsweise zu Hause viel zu tun hat. Hier haben wir dann uns erst kennengelernt, oder ich habe ihn erst eingeladen, dann konnte er dann endlich mal kommen. Das ist vielleicht 5, 6 Jahre her. Und seither kommt er auch regelmäßig zu uns und gibt Seminare und Heilungen. Und das war die Begegnung. Dann habe ich ihn auch in Griechenland besucht, war ein Seminar bei ihm. Da haben wir aber auch unterrichtet. Unsere Schüler kamen mit. Die Annelies und der Ed zum Beispiel waren auch mit in Griechenland. Also wir sind eine gute Vereinigung und tragen das geistige Heilen in die Welt. Christus ist ja dadurch auch so populär geworden und berühmt, weil er ja der meistgetesteste Geistheiler aller Zeiten war oder ist. Und es gibt keinen Vergleichbaren, der so viele Dinge mit Wissenschaftlern durchgemacht hat wie ihn.
Ja, er war immer bereit, sich testen zu lassen. Er hat ja solche Bücher geschrieben und letztendlich auch uns mit den Wissenschaftlern zusammengebracht. Die Wissenschaftler, die er an der Hand hat, die er schon jahrelang kennt, die seine Experimente mit ihm gemacht haben, die stehen ja auch in der Liste der Wissenschaftler ganz vorne. Man kann nicht jeden Wissenschaftler nehmen und wir wollten auch mit diesen Berühmtheiten dann auch wirken. Ja. Für mein Heilerbuch haben wir Wärmeaufnahmen gemacht, also Fotos. Ja. Und da konnte man sehen, dass wenn er sich auf den Rücken eines Mannes konzentriert hat, also in dem Fall war es ein Mann, der hat sich nur darauf konzentriert und die Stellen, wo der Mensch Schmerzen hatte, wurden rot, feuerrot, das konnte man sehen. Und das ebbte dann ab, wie er mit seiner Aufmerksamkeit nicht mehr dabei sein brauchte. Man sah aber, solange er daran gearbeitet hat, war bei ihm das dritte Auge genauso rot wie der Rücken des Klienten. Das hat mich damals auch total fasziniert. Und dann habe ich gedacht, okay, das will ich auch mal spüren. Und dann habe ich bin ich mit einer Freundin da gewesen. Dann haben wir in seiner Küche gesessen, da hat er uns noch Grießsuppe gemacht. Die uns aber nicht schmeckte, er möge mir vergeben. Und dann war aber im Vorraum ein langer Tisch und da saßen zahlreiche Patienten, die alle behandelt werden wollten. Und da habe ich eine Professorin aus Russland kennengelernt und sie war bereit, mir zu sagen, dass sie Krebs hat und dass sie sich von ihm behandeln lässt. Aber sie dürfte nicht vor die Kamera gehen und sagen, wer sie wäre, denn sie sei Professorin und muss natürlich was völlig anderes erwähnen und auch mit den Patienten machen, als sie für sich selber in Anspruch genommen hat. Da ist bei mir also einiges klar geworden, ne? Weil ich habe dann immer mehr und öfter Ärzte dort getroffen, nicht bei ihm nur, sondern bei anderen Heilern, die nicht darüber sprechen, aber sich dort behandeln lassen. Also dann habe ich aber noch einen, Papa Wango. Papa Wango und Charlie. Ja. Da muss ich leider auch eine Geschichte dazu erzählen, habe die Zeit bestimmt. Ja. Wir waren in Zürich auf einer Messe. Ich hatte meine Mitarbeiter dabei, wir waren, glaube ich, 5 Personen. Und also es war ein schönes Messegelände, es waren wunderbare, schöne Hallen, aber es kamen keine Leute. Es war sowas von leer. Unfassbar, das war das erste Mal, dass wir dort waren. Jeden halben Vormittag keine Kunden da. Auf einmal war ich der Kummerkasten, alle kamen zu mir, die Messestände um mich herum und haben gesagt, sag mal, dass du nichts zu tun hast, das hat es ja noch nie gegeben. Irgendwas läuft doch hier schief. Und da habe ich gesagt, ich muss mal zu den Veranstaltern gehen, dass die Menschen nicht kommen, da kann was nicht in Ordnung sein. Kurz und gut, ich gehe dann ein paar Meter zur Zentrale und dann ruft jemand aus einem afrikanischen Stand, der war sehr hübsch gemacht, den hatte ich so im Augenwinkel wahrgenommen, ruft jemand zu mir, dein Elternhaus kriegst du auch nicht verkauft. Ich habe mich umgedreht und habe gedacht, was ist das denn für ein Spinner? Wie kann denn der das wissen? Das stimmte nämlich. Und dann bin ich dann in den Stand rein, da saß der Papa Wango. Da sagte ich, sag mal, woher weißt denn du das? Ja, ich habe das gerade gesehen bei dir. Es ist ein Drama. Ich sage, warum kriege ich das Elternhaus nicht verkauft? Wir hatten ein halbes Jahr, 20 Makler verschlissen, ein Haus in Kronberg im Taunus mit Park, wunderschön, nicht teuer, nicht überteuert. Alles hat gestimmt, aber das Haus war unverkäuflich. Jeder ist abgesprungen. Da sagt er zu mir, ja, da kannst du deine Schilder aus dem Hof ruhig wegmachen von den Maklern. Da wohnt eine Hexe drin, die hat einen Bannkreis um das Haus gelegt. Da fährt jeder vorbei, das wird gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, das ist ja wohl nicht zu fassen. Ich wusste, dass da eine Mieterin drin ist. Und ja, dann war ich erstmal so begeistert, hat mir noch einiges zu mir gesagt, das waren alles Volltreffer. Und da bin ich an meinen Stand zurück und habe gesagt, geht alle dorthin, das musst ihr erlebt haben. Die beiden, Charlie und Papa Wango, sind dermaßen hellsichtig, was die alles über mich gesagt haben. Und so war das dann.
denn ihre Einkünfte waren an diesem Tag gerettet. Aber dann bin ich zur Rezeption vor und habe gefragt, was ist hier los, die Messe ist ja leer. Da haben die gesagt, ja, wir müssen uns entschuldigen. Das Messeschild war durch einen starken Wind umgefallen und die Leute haben euch nicht gefunden. Skandalös, ja. Hätte eigentlich auch früher auffallen müssen. Ja, jetzt gehe ich aber noch mal zurück zu den beiden, Ja. zu den beiden Heilern. Ich will noch gerade zu Ende sagen, das war wichtig jetzt. Am Abend habe ich meine Schwester angerufen in Frankfurt und habe gesagt, Marianne, wer wohnt denn bei der Mutti im Haus? Also meine Mutter war schon verstorben. Da sagt die, da wohnt eine Verrückte. Die hat auf dem Auto stehen, weiße Hexe. Was hat der? Ja, gesagt, da wohnt eine Hexe drin. Also seine Spezialität ist möglicherweise Verfluchungen und negative Wesenheiten zu entdecken und dann zu beseitigen oder zu bitten zu gehen. Ja, ich habe ihm gesagt, guck mal, was ihr macht energetisch. Kannst du da aus der Ferne was machen? Und da hat er gesagt, nächste Woche ist dein Haus verkauft. Und genau so war das. Ja, wunderbar. Wunderbar, ich danke dir erstmal. Ja, gerne. Jetzt bin ich beim Volker. Volker, du hast 2 Bücher geschrieben. Welche Titel tragen die beiden Bücher und was ist da inhaltlich drin zu finden? Also das erste trägt das Motto meiner Praxis, mit Absicht gesund. So heißt auch das Buch im Titel. Den musste ich erkämpfen. Das ist beim Nymphenburger Verlag erschienen. Und mit dem Titel waren die nicht einverstanden. Die haben gesagt, das verkauft sich nicht, Marketing. Die Leute merken sofort, dass die arbeiten müssen. Das verkauft sich nicht. Ne? Man konnte mich aber durchsetzen, deswegen heißt das Buch tatsächlich mit Absicht gesund, deine Impulse zur Selbstheilung. 2015 erschienen und 2021 das zweite Buch, das heißt deine Lizenz zur Selbstheilung. Also man merkt schon, dass ich mich mit Selbstheilung und Eigenverantwortung so beschäftige. Ne? Dass die Patienten bei mir schon lernen, dass sie selber eben die treibende Kraft sind. Und dass sie das auch wieder bleiben können, um sich selber zu heilen. Okay. Welche Hindernisse blockieren den Menschen, gut zu denken und zu fühlen? Oh. Also erstens, die meisten, die zu mir kommen, die sind ja schon ein bisschen vorgewärmt. Also ich habe keine Laufkundschaft. Ja, wer zu mir kommt, hat schon mal die Idee, dass er in der Schulmedizin vielleicht nicht weitergekommen ist und jetzt mal ein bisschen etwas mehr sucht. Viele der Patienten haben überhaupt keinen Kontakt zwischen ihrer geistigen Ebene und mentalen Ebene und der seelischen Ebene. Das ist weg. Das haben die in irgendwelchen Kindertagen aufgrund von Verletzungen mal eingesperrt, haben die Seele da den emotionalen Teil in Frischhaltefolie verpackt und dann weggesperrt. Ja. Und da kommen die daher und haben so einen kleinen Satz mit gedachten Gefühlen und glauben, die sind vollständig. Aber das, was die fühlen, ist gedacht. Also, ne? Das nach dem Motto, ich habe gedacht, ich liebe ihn. So eine ganz typische Aussage. Jetzt haben sie es doch genau gesagt. Ne? Also bei denen geht es erstmal darum, dass die dieses Riesenpaket, also knapp 95% vom Bewusstsein, erstmal zu eigen machen und wieder Verbindung mit dem Verstand herstellen. Und wenn die beiden zusammenkommen, wenn dieser Zündfunke da ist, dann geht's los. Dann können die Richtung Heilung marschieren. Das heißt, die Empfindungen oder sagen wir mal, die Emotionen und Empfindungen müssen eigentlich bei einem selber spürbar sein, über die man spricht. Weil nur drüber sprechen passiert ja gar nichts. Das heißt, man muss das fühlen können. Ja? Ich erinnere mich, ich habe dann mal so ein Seminar in den USA gemacht und ich habe dann 3-4 Tage fühlen müssen, von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr, mit 2 kleinen Pausen dazwischen. Und ich habe gedacht, das sind ja nicht ganz dicht. Ich kann ja fühlen. Bis mir irgendwann bewusst wurde, nee, ich denke Gefühle. Genau. Ich denke Gefühle. Und dann habe ich das 3 Tage gemacht und ich habe so eine andere Körpertemperatur in der Zeit bekommen und habe dann meine Spontanheilung erlebt. Also ist das ein unglaublich spannender und wichtiger Weg und den kann man bei dir oder mit dir gehen. Ja. Also wirklich Empfindungen, Gefühle und die ganzen Sachen auseinanderhalten erstmal, dass das alles nebeneinander existiert, aber dass wir das zusammen haben müssen für die Heilung. Es gibt Therapien, du kannst jemanden gesund machen, ne? Der bricht sich einen Arm, dann kommt ein Chirurg, schraubt da rum und das ist wunderbar und dann kommt Selbstheilung und das ist nach 6 Wochen der wieder belastbar. Ne? So. Das ist die physikalische oder physische Heilung. Ne? Aber für die meisten ist die Heilung schon fertig. Es ist aber bei mir noch gar keine Heilung da. Weil in dieser Wunde steckt der ganze Unfall noch drin. Die ganzen Emotionen.
Und wenn das nicht rauskommt, hat er in, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren hat Probleme. Und deshalb versuchen wir, diese emotionale Last gleich mitzufinden. Also ich unterscheide Krankheitsursachen und Therapieblockaden. Das eine, was für die Ursache da war, und das andere, was ihn jetzt einfach aufhält, nicht weiterzukommen. Und das zusammenpacken. Das Verrückte ist ja die Einrichtung im Menschen, ein Gedankenkarussell. Das heißt, im Grunde bringt das Bewusstsein oder das Innere oder das Göttliche immer kreisende Gedanken, dass wir endlich mal drauf kommen, was da nicht richtig läuft. Und die werden weggedrängt, man nimmt Pillen und solche Dinge. Wie kann man in dieses Gedankenkarussell hineingerätschen und wie kann man dann im Grunde auflösen? Also ich versuche dem Patienten erstmal klarzumachen, dass es verschiedene Kreisläufe gibt. Einer davon ist Gedanke, Gefühl, Handlung, Erfahrung. Also du denkst was, dann fühlst du was. Das Gefühl ist Stufe 2, aber du entdeckst dich in der Regel erstmal im Gefühl, weil du gar nicht weißt, was du gedacht hast. Aber Gedanke, Gefühl, Handlung, Erfahrung. Nur wenn das weitergeht, hast du halt einen Glaubenssatz fertig gedreht. So, jetzt gehen wir hin und sagen, okay, wenn Sie sich im Gefühl ertappen, mir geht es schlecht, ich bin traurig, ich bin wütend und sowas. Ne? Da, okay, was für einen Blödsinn mussten Sie denken, damit Sie sich so komisch fühlen? Und dann sagt er, das weiß ich doch nicht. Okay, denken Sie beim nächsten Mal oder fühlen Sie sofort nach, denken Sie nach, was war denn da? Und dann kommen Sie drauf. Du kannst nur an der Gedankenebene diesen Kreislauf verlassen. Wenn du einmal beim Gefühl bist, wups, läuft es durch. Dann müssen Sie sozusagen sich ertappen, was Sie für komische Sachen denken. So, und das mit dem Karussell, das ist ein super Beispiel. Die müssen lernen, dieses Karussell erstmal zu entschleunigen, abzubremsen. Und du kennst noch die alten hölzernen Karussells, ne? Da gab es einen, der gebremst hat. So. Und das sage ich immer, den brauchen wir. Ne? Aber wenn das Gedankenkarussell langsam genug wird, dann können Gedanken raus und rein. Solange die so beschleunigt laufen, geht keiner raus und rein. Viel zu gefährlich. Dann bleiben die in ihrer alten Geschichte. Also muss man die erstmal zwangsweise anhalten. Und dann können sie. Die meisten Menschen können ja Gefühle von Emotionen nicht unterscheiden. Und da habe ich mal etwas sehr Schönes gelernt, was auch vielen weitergeholfen hat, mit denen ich mich unterhalten habe oder die Seminare bei mir so besucht haben. Wenn du dir mit dem Hammer auf den Finger haust, der Schmerz ist ein Gefühl. Und wenn du hinterher sagst, was für einen Mist, warum ist mir das passiert, das ist eine Emotion. So, und damit konnte man dann sehr leicht den Unterschied bringen. Das eine ist eine Emotion, wenn man aufbrausend ist, weil man so ungeschickt war. Und das Gefühl, der Schmerz, das ist eben das Gefühl. Und so habe ich es den meistens, beibringen oder sagen oder erklären können. So, ich bin beim nächsten. Du bist nicht nur Arzt, sondern für deine Patienten auch ein Gesundheitscoach. Was hat dich dazu gemacht? Wie ist deine eigene Geschichte? Also das Coaching habe ich angefangen, als ich gemerkt habe, dass man mit der Therapie nicht weiterkommt. Das ist, also man erreicht einen guten Zustand, wo es Menschen so lala geht. Ja, die kommen halt in die alte Misery, in die alte missliche Lage zurück, die sie kennen und sagen, oh ja, mit dem Schmerz kann ich leben. Aber das ist nicht die Medizin, die ich machen will. Ne? Und ich sage, wenn man weiterkommen will, muss es etwas geben, was oberhalb der Therapie liegt. Und da bin ich ins Coaching reingekommen, weil du brauchst eine Mindset-Veränderung. Du musst aus der Identität Patient aussteigen und dich Richtung glücklicher Mensch entwickeln. Und die Therapie hört in der Mitte auf. Wenn das so halbwegs gut geht, kannst du nicht mehr therapieren, weil du hast auch nichts mehr, was da therapiert werden müsste. Du hast ja gerade keine Schmerzen mehr. Das ist weg, aber du bist noch nicht glücklich. Das heißt, die robuste Gesundheit hast du noch nicht. Und Resilienz hast du auch noch nicht. Und da geht es bei mir in der Heilungskurve halt weiter. Und da gibt es ein Resilienzguthaben, Gesundheitsguthaben, wie auch immer du das nennst. Und mein Spruch ist immer, der Fokus auf Therapie lenkt von der Heilung ab. Das sage ich vor allem den Karzinom-Patienten, weil die sind ja nur noch in Terminen mit irgendwelchen Sachen und sind nur in die Therapie reingezwungen. Ich sage, Freunde, wenn es um Heilung geht, müsst ihr da raus. Also ich dürfte das ja alles machen, aber die beobachten uns ein bisschen weiter oben. Und das müssen sie lernen. Ja, das heißt, sie sollten besser in die Beobachtung gehen, als immer in das Hineinlaufen und Therapien machen.
Beobachtungsmodus ist eigentlich von oben, sich das anzugucken, was einen so belastet und was einen beschäftigt. Und dann kann man ja auch selber schon einiges bei sich herausbringen. Wie ist denn das, wenn du das bei deinen Patienten versuchst, dass sie ja ihre eigenen Dinge entdecken, die sie belasten? Also erst gehen wir ganz schnell dahin, dass die sich ein Ziel suchen. Dass sie etwas, diese Kurve, von der ich immer spreche, diese Heilungskurve, die hat da oben einen Attraktor. Ja, du hast am Anfang Symptome, da willst du weg. Da hast du wie so ein Nachbrenner. Ne? Aber wenn die Symptome weg sind und nicht mehr so lebensbedrohlich, dann ist keine Kraft mehr da und dann fangen die alle wieder an und fallen nach unten. Die sollen aber weitergehen. Das heißt, du brauchst oben im Ziel, im glücklichen Menschen, einen Attraktor, der dich dahin zieht. Und das müssen wir von Anfang an da einbauen. Das heißt, dieser Traktor muss ja in dem Patienten sein und der muss ja nicht du selber sein. Der Traktor ist draußen. Das ist das Ziel. Da wollen die hin. Ah, okay. Und dann schauen wir nach, okay, was hält uns jetzt davon ab, den zu erreichen? Wie ist das, wenn jemand eine schwerwiegende Diagnose hat? Wie gehst du damit um? Er weiß es noch nicht. Sagst du es ihm? Ja, natürlich. Ist das eine gute Idee? Ich sage es ihm aber so, dass er nicht erschreckt und die Zuversicht nicht verliert. Also die meisten Leute kommen ja zu mir frisch vom Onkologen, relativ frisch vom Onkologen. Und die Onkologen haben so eine besonders nette Art, so Diagnosen zu verkaufen. Und dann frage ich die Leute, hat man denn mit ihnen auch über Heilung gesprochen? Dann sagt sie, Heilung, ich habe Krebs. Dann sage ich, ja und? No, das wärmt schon mal ein bisschen auf. Dann sagen sie, ja, das ist das erste Mal, dass man mir mit der Diagnose mit Heilung kommt. Ne? Und sage ich, ja, warum denn nicht? Denn da fängt ja im Grunde ja auch eine Zusammenarbeit mit einem Heiler an. Ja, aber wie gesagt, der Patient, du kriegst dem Patienten kein Ziel eingeimpft. Das muss er sich selber entwickeln. Ja, er hat ja schon vorher genug eingeimpft gekriegt, was die Diagnose betrifft. Nein, er muss ein Ziel haben, wie gesagt, diesen Attraktor, der ihn dahin zieht. Und dann schauen wir nach, welche Ballastsäckchen hängen da dran. Und die müssen wir abschneiden. Sehr gut, das heißt, er sollte dann bei dir bleiben und nicht immer wieder sich die schlimme Diagnose abholen, oder? Er kann auch in der Chemo bleiben, wenn er sich was davon verspricht. Er wird nur irgendwann so widerstandsfähig sein, dass ihm die Chemo nicht bekommt. Wo er sagt, das ist jetzt gut genug, ne, das passt und jetzt brauche ich den nicht mehr und ich vertrage es ja nicht mehr. Ja, bei diesen harten Mitteln, die in der Schulmedizin gegeben werden, kommt ja in der Regel dann der Punkt, dass man nicht mehr dran glauben kann, wenn es einem immer schlechter geht. Oder glauben die dann trotzdem? Das hängt vom Bewusstsein des Patienten ab. Manche halten das bis zuletzt durch und lassen sich eine 4. oder eine 5. Chemo draufgeben. Das sind aber in der Regel nicht meine Patienten. Ja, okay, gut. Na, okay. Das ist wieder ein Überzeugungssystem, das müsste man für sich lösen und dann kann man dich erst wahrnehmen. Also ich führe mit meinen Patienten immer erst ein Orientierungsgespräch. Das sind so eine Viertelstunde, 20 Minuten, auch unentgeltlich, um herauszufinden, ob wir zusammenarbeiten können. Okay. Und wenn ich sehe, dass er nur einen anderen Therapeuten sucht oder einen, der irgendwas sozusagen in die Nebenwirkungen der Chemo erleichtern will, das ist nicht meine Medizin, da gibt es genug raus. Oder weil er nur zu dir kommt, weil der Tag gerade frei ist und die anderen Termine sind am anderen Tag. Okay, wenn ein Mensch verliebt ist, ist er sehr glücklich. Ja? Wie bekommst du einen kranken Menschen genau in diese Empfindung rein? Ich habe Folgendes früher gemacht. Ich war ja auch als Regisseurin immer mit Schauspielern zusammen. Und nicht jeder Schauspieler konnte in Empfindung reingehen. Und dann habe ich es immer so gemacht, wenn du jetzt einen verliebten Menschen spielen sollst, habe ich immer gefragt, warst du schon mal in deinem Leben verliebt? Und dann kam manchmal nein. Und dann habe ich gesagt, dann wäre es ja einfach. Dann habe ich gesagt, hast du denn mal ein Haustier gehabt? Ja, kommt dann oft. Was war das denn für ein Tier? Ja, es war ein Hase. Und wie bist du mit dem Hasen umgegangen? Und dann kam irgendwann der Punkt, ich habe ihn gestreichelt, der ist mir hinterhergelaufen, ich habe den geliebt. Habe gesagt, dieses Gefühl, das holst du ab und sprichst den Text, den du sagen musst. Dann bist du in der Rolle. Könnte man das nicht, dieses Coaching-Ding, nicht vielleicht auch in der Medizinwelt einsetzen, um die Leute aus diesen Ängsten rauszubringen?
Nee. Also verliebt ist zu wenig, weil verliebt ist zu kurz und zu unbewusst. Die Leute müssen sich bewusst in diese Intention reinbegeben, dass sie geheilt werden. Und das muss, natürlich entsteht da Freude. Ich sage, das Ziel ist der glückliche Mensch. Und auf dem Weg dahin dürfen sie sich entwickeln. Wir hatten am Tisch hatten wir das gesprochen, wir sind geboren worden und haben ein Ich entwickelt. Das kennt aber keiner. Wir waren zu jung, um das zu sehen. Und die uns da begleitet haben, haben uns sofort erzogen. Die haben uns sofort geformt. So, jetzt sind wir da in irgend so ein Gummibärchen, so Lehm. Und dieses Ich ist aber immer noch drin. Und dieses Ich braucht man hinten auch, wenn wir geheilt sind. Das heißt, was muss jetzt von diesem Gummibärchen weg? Und was muss da wieder dran, um in die zukünftige Position reinzukommen? Also das Future Me, das zukünftige Ich, hat dieses gleiche Ich als Zentrum, das wir jetzt auch haben. Das erlernte Ich, das wir jetzt mit uns rumtragen, das ist so eine Zwischenstation. Jetzt müssen wir schauen, was muss davon weg und was muss dahin, damit ich meine Aufgaben als Future Me erledigen kann. Und diesen Transformationsprozess, den bespreche ich mit den Menschen. Und durch diese Schubstechnik, die ich da entwickelt habe, spüren die auch, ob die dahinter stehen, ob das vom Unterbewusstsein sozusagen abgesegnet wird. Und wenn die das ein paar Mal gespürt haben, dann sind die auf dem Weg. Gut, heute Morgen haben wir über die Schubstechnik gesprochen. Vielleicht sagst du noch mal kurz, was das ist. Ja, das ist der Körper. Man kann den Körper als Pendel einsetzen. Also ich nehme nicht, wie in der Kinesiologie übrig, Teilmuskeln, Deltamuskeln oder was auch immer, oder O-Ring, sondern ich nehme den Patienten als Ganzes, der steht aufrecht mit parallelen Beinen und dann schubse ich. Ich gebe ihm nur so einen kleinen Impuls. Und da bleibt mal jeder so sein Schwingen, ne? So 10 Grad vielleicht. Ne? Aber wenn du etwas aussprichst, was dich belastet, dann sind alle Haltesysteme weich und zack, und dann fällt er um. Also musst schauen, dass er halt nicht umfällt. Und wenn du dann therapierst, Coach, wie auch immer, dann kann er den gleichen belastenden Satz aussprechen und fällt nicht mehr um. Okay. Was weißt du über die Jahrhundertjährigen oder Hundertjährigen? Hundertjährigen, Okinawa und so, die haben, also das Wichtigste, was ich mir da gemerkt habe, die haben kein Wort für Pensionierung, für Inruhestellung. Das kennen die nicht. Die haben Ikigai, ne, den Grund zu leben. Und das gehört auch mit zu meinem Programm, Ikigai. Ikigai, ja, auch das hatten wir gestern oder vorgestern mit der Felicitas. Die macht Ikigai über Neurografik. Das ist auch ganz spannend, Ikigai. Das haben wir schon besprochen, aber vielleicht können wir kurz darauf eingehen, was es ist und welche Grundvoraussetzungen da sind fürs Ikigai. Also es sind vier Bereiche, was du kannst, womit du Geld verdienen kannst, was du besonders gerne willst. Und da gibt es diese Überlappungsphasen und in der Mitte ist der Grund zu leben. Und dann darf sich jeder erstmal überlegen, was er kann, mit wem er gerne arbeitet, was er denn überhaupt will, was ihm wirklich Freude bereitet. Und das wissen die Leute gar nicht. Das heißt, die sitzen da vor dem leeren Papier und dann kommt erstmal nichts. Und die dürfen sich dann selber mal in diesen Kategorien auf die Schliche kommen, was da an Potenzial drin ist. Und dann, das dauert ein paar Wochen, wenn man es ernst nimmt und immer wieder nachbessert. Und dann kommen die nach, weiß nicht, 1-2 Monaten, kommen sie drauf und sagen, ja, das ist doch, genau das ist es. Das heißt, die 100-Jährigen leben das Ikigai. Die leben das schon. Die haben das Intus, die haben das abgespeichert und man sagt ja auch, die haben, da wo sie leben, sind sie abgeschirmt von der Zivilisation. Die trinken ein ganz anderes Wasser, viel klarer aus den Bergen und sie haben auch eine andere Nahrung. Und das komplett können die bis 100 und mehr werden und sind fit und auch, habe ich mal nachgelesen, dass auch 80-jährige Frauen noch Kinder bekommen können. Das weiß ich jetzt nicht, aber die 100-Jährigen gehen noch aufs Feld und arbeiten mit. Ja, bis zum Schluss. Ja, genau. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Also ein typisches Thema, wenn Leute davor stehen, pensioniert zu werden oder in Rente zu gehen. Und die zum Beispiel den Glaubenssatz haben, ich muss mir im Leben immer alles verdienen. Die haben unheimlich Angst vor der Rente und vor der Pensionierung, das wissen die aber nicht. Aber die kriegen wirklich Angstzustände und dann muss man diesen Glaubenssatz umbauen. Und dann werden die umtrainiert auf Erntezeit. Ne? Die dürfen sich dann auf die Erntezeit freuen, aber das geht nicht so von heute auf morgen. Ja, bei der Arbeit ist es ja so, wenn Leute nicht das gewählt haben, was sie lieben können
oder wo ihr Herz bei aufgeht oder ihre Talente finden, sondern irgendeinen Job machen, die arbeiten auf den Tag zu, dass sie in Rente gehen. Die haben kein Problem. Die haben kein Problem mit der Rente. Die anderen, die ihren Job mögen, die mit dem Job verheiratet sind, die kriegen ein Problem, weil sie dann nicht mehr gebraucht werden in dem, was sie gerne täten. Ja, aber sie können doch dafür sorgen, dass sie im Alltag das tun, was ihnen Freude macht. Aber dieses Bewusstsein fehlt. Den ich hast beim Krupp gesehen. Ja, der Unternehmer Krupp, der mit ein paar 80 seine Firma erstmal übergeben hat. Ne, an die dann mittlerweile auch schon 50-jährigen Kinder. Ne, also der hat einfach zu lange gewartet und war jetzt 83 und hat einen Selbstmordversuch gemacht. Ne, hat er dann öffentlich auch gemacht, einen Brief an seine Mitarbeiter geschrieben. Und das ist eine typische Kiste von Altersdepression. Ne. Die Leute spüren dann halt endlich mal, dass sie nicht mehr gebraucht werden und merken, dass sie nicht vorgesorgt haben für diesen Zeitraum. Was ist denn mit technischen Untersuchungen? Wie wichtig sind sie für dich? Ja, zum Teil schon. Also ich habe schon, also ich mache vielleicht ein bisschen eine andere Technik. Also ich mache mal eine Spektralanalyse vom Energiefeld oder mal was Radionisches. Mache auch schulmedizinische Untersuchungen, nicht alles bei mir. Ich arbeite mit Laboren zusammen. Ich habe sehr gute Radiologen, die wirklich hinschauen können oder dreidimensionale CTs vom Kiefer. Das wird schon alles ausgewertet. Das machst du schon? Ja, aber wie gesagt, das ist im therapeutischen Bereich. Das ist alles noch in den ersten Phasen, wo Therapie und Coaching gleichzeitig laufen. Später brauchst du das nicht mehr. Wichtig ist doch einfach, dass man eine Brücke schlägt zwischen der Naturheilkunde, Komplementärmedizin und der Schulmedizin. Wenn man das geschafft hat, hat man eigentlich das komplette Wissen für den Patienten parat. Ich habe gar keine Brücke, bei mir ist das eins. Bei dir ist es eins. Was ist dir zum Schluss noch wichtig zu sagen? Selbstheilung und mit Absicht gesund, dieses Motto bringe ich gerne in die Welt, weil es jeder für sich übersetzen kann. Man sollte mit Absicht gesund sein. Mit dem Thema wirst du nicht krank. Das heißt Fokus darauf legen. Ich bin jetzt 71, ne? Das ist etwas, wo ich sage, ich muss noch nicht aufhören. Ja? Aber wenn ich mal aufhören will, dann habe ich genug zu tun oder eben nicht zu tun und Spaß am Nicht-Tun. Ich werde da kein Problem haben. Wunderbar, danke schön, schöner Schlusssatz. Ich bin zum Schluss noch mal bei dir, weil ich habe noch ein Seminar gesehen, was ich spannend finde, und zwar Oberen Forschungstag. Was ist denn das? Ja, das ist die moderne Medizintechnik, die jetzt auf uns zukommt. Es ist sicher schon einigen ein Begriff. Medwetten, kennt ihr das? Natürlich. Das sind, ja, die werden jetzt die Welt erobern, hoffe ich auch. Denn diese Technik, das ist sehr erstaunlich fortgeschritten eigentlich. Das Einzige, was darüber steht, möchte ich mal sagen, bleibt die Geistheilung. Aber wir haben hier eine Vorstufe, die in Unmengen Menschen helfen kann. Ich will es mal so sagen, unser Gerät, ich erkläre es auch, unser Oberon-Gerät, wir waren daran interessiert, weil ich hatte das mal erlebt auf einer Messe auch, wie jemand meinen Körper gescannt hat und hat mir genau gesagt, was bei mir unterversorgt wäre mit Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter. Hat mich sehr fasziniert, dann haben wir aber so viel Ablenkung gehabt, nicht mehr dran gedacht. Und nach dieser Erkrankung, beziehungsweise nach diesem Stich von der Tigermoskito, lebensbedrohlich, hatte ich auf einer Seite hier immer Seitenstechen, das war am dünnen Darm. Und es hieß ja auch, wer das überlebt hat, an einer Stelle hält sich, das ist ja eine Vergiftung, gerne fest. Kurz und gut. Ich habe Tanja gesagt, wir müssen unbedingt uns auch mit dieser Gerätetechnik beschäftigen. Das sehe ich auch als Medizin der Zukunft an. Und dann fuhren wir dahin. Und dann hat Tanja sich sehr für die Technik interessiert. Das liegt ihr auch sehr. Sie ist ja auch doppelte Heilpraktikerin und kann auch alles gleich umsetzen, wenn an der Leinwand oder am TV die Bilder erscheinen von den Organfunktionen und so weiter. Wie ist der Mensch konzipiert? Dann sagte der Herr, der die Geräte mit hergestellt hat, Arne, kannst du dich mal als Proband zur Verfügung stellen? Wir gucken mal, was dir so fehlt. Und ich setze die Kopfhörer auf und da merke ich schon, wie so eine Energie in mich eindringt. Das ist so ein angenehmes Gefühl gewesen. Und dann hat es an dieser Stelle hier zweimal ganz heftig gestochen, aber nicht unangenehm oder ich war auch nicht schockiert. Ich habe nur gedacht, ist dieses Gerät schlau? Das kennt genau meine Schwachstellen und hat sie jetzt aufgespürt.
Mir war ein Pferd auf dem Fuß gestanden, da hatte ich eine Zehe mal gebrochen, das war schon Jahrzehnte zurück, da hat es auch noch mal so Pieks gemacht. Ja, und dann war die Stunde rum, Tanja hat viel gelernt und ich habe nur gesagt, danke Andreas, das Gerät hat mich soeben geheilt. Ich war völlig schmerzfrei, bis heute. Ja, wunderbar. Also das sind alles Leute, die bei dir Seminare anbieten und auch vielleicht Heiltage anbieten. Und wo findet man dich? Wo man die findet? Wo du zu erreichen bist, wo man dich findet? Ja, mein Zentrum ist also erstmal die Homepage www.heilerschule.org und wir sind hier in 55442 Roth. Und da möchte ich auch noch mal die Straße nennen. Ich habe eine Straße, und deswegen glaube ich auch nicht mehr an Zufälle, die genau meine Arbeit ausdrücken. Genheim-Weg. Haus Nummer 10. Die Gene kommen heim, er ist der Weg. Und da kommen wir jetzt zum Göttlichen. Er ist der Weg. Die Hausnummer 10 heißt die Erneuerung. Und das ist auch Hauptbestandteil unserer Heilarbeit, dass wir den Menschen klar machen, dass der Gott in ihnen ist und ihr Körper der Tempel Gottes ist. Und damit erreiche ich auch allein mit diesen wenigen Worten, dass die Menschen besonders mit sich umgehen. Ich habe so viele Rückmeldungen, dass sie sofort anders sich ernähren wollen, sofort ihre Zigaretten wegwerfen. Alkohol kommt auch nicht mehr in Frage. Es ist eine kolossale Verbesserung, allein nur durch diese Kleinigkeiten, die man den Menschen mal klar machen muss. Aber das war ja auch bis dato gar nicht erwünscht, dass die Menschen das Gottbewusstsein in sich erleben. Das haben wir erst seit 25 Jahren, weil jetzt das Zeitalter des göttlichen Geistes erst ist. Ich glaube, ich habe das heute früh schon gesagt. Wir haben in der materiellen Welt alles vergessen. Wir haben auch vergessen, unsere intuitive Intelligenz abzurufen. Wir haben uns nur wie Maschinen verhalten. Und da müssen die Menschen wieder hingeführt werden und vor allen Dingen in die Eigenverantwortung. Und ich sage auch offen, ich heile euch nicht, was ihr hier bei mir erlebt. Ich bin nur die Impulsgabe. Das ist eine Selbstheilung in wirklich höchster Vollendung. Gut, vielen, vielen Dank. Gerne. So, und jetzt zum Schluss möchte ich mich bei jedem Einzelnen bedanken. So manche hat einen sehr weiten Weg gemacht, aus Brasilien zum Beispiel. Du bist ja auch nicht gerade, wohnst ja auch nicht gerade um die Ecke. Finde ich ganz toll, dass ihr hierher gekommen seid und dass ihr so viel Wissen mit uns geteilt habt. Vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuschauern, dass sie bis jetzt dabei geblieben sind, für ihr Interesse, für ihre Begeisterung, wieder dabei sein zu wollen beim nächsten Mal. Garten Eden ruft, Ihre Heike Kaczmarczyk.